Ich glaube, wenn man so eine CD macht und vor allem auch so eine erste CD, dann habe ich mir die Gedanken gemacht, wie möchte ich mich eigentlich präsentieren? Und wir waren uns eigentlich relativ schnell einig, dass wir irgendwie das Charakteristische von dieser Kombination herausarbeiten wollen. Und das ist eigentlich die romantische Musik. Wir kennen uns schon eine ganze Reihe von Jahren. Felix war damals Schüler von Professor Schröder in Hannover. Und ich habe dort mit den Studenten als Korrepetitor gearbeitet. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns kennengelernt. Auf der einen Seite hat man französische Romantik, auf der anderen Seite hat man russische, dann wieder deutsche. Die Zeit ist ungefähr dieselbe, also wo diese Stücke entstanden, aber die Kulturen und der Hintergrund ist halt immer jeweils ein anderer. Also Schumann spielt in der Hornliteratur eine wahnsinnig große Rolle, weil dieses Stück war eines der ersten Stücke, was bewusst für das Ventilhorn erfunden wurde, also nicht erfunden, komponiert wurde. Vorher gab es die Naturhörner, also die Hörner ohne die Ventile, auf denen man nur die Naturtöne spielen konnte. Und dann 1815 wurde das Ventil erfunden und das hat dann immer noch ein bisschen gedauert, bis dann sich das Ventil auch in den Konzerthäusern durchgesetzt hat. Und die Komponisten der damaligen Zeit, die haben das Ventilhorn abgelehnt. Also das Ventilhorn, das war irgendwie, Johannes Brahms hat es mal als eine Blechbratsche bezeichnet. Robert Schumann erkannte aber die Möglichkeiten dieses Instruments, und zwar, dass man chromatisch jeden Ton in derselben Qualität spielen konnte. Und daraufhin schrieb er eben dieses Stück, dieses Adagio und Allegro. Und es ist quasi so eine Art Bewerbungsschreiben für dieses neuartige Instrument. Ich habe mich auch im Vorfeld der Aufnahme eigentlich das erste Mal richtig mit russischer, romantischer Musik auseinandergesetzt. Also nicht nur das, was ich spiele, sondern auch eben mit Prokofjew, mit Rachmaninow, und versucht so ein bisschen so einen Charakter herauszufinden, was ist eigentlich diese russische Musik oder was ist typisch für diese Musik. Es fehlt ihr immer etwas an Hoffnung. Also selbst wenn man irgendwie einen Höhepunkt hat oder auf einen Höhepunkt zuspielt, dann ist das immer noch eine gewisse Tristesse vorhanden, die nie verschwindet. Es ist öfter eine dunklere Beleuchtung sozusagen in diesen Stücken, speziell in denen von Glasunow vielleicht weniger, aber alleine schon auch die Wahl der Tonart. Glasunow, diese Reverie steht zum Beispiel in Des-Dur, das ist schon eher eine ungewöhnliche Tonart, die eben sehr weich und warm klingt, aber eben auch ein bisschen dunkel. Was ich an dem Horn am meisten mag und wo ich am liebsten auch mitspiele, sind einfach die Farben. Ein Horn ist eigentlich ein sehr farbliches Instrument und ich finde auch, das macht das Instrument spannend, dass die Bandbreite an Farben einfach wahnsinnig groß ist. Man selber hat auch die Chance, wenn man eben dieses Instrument spielt und eben Stücke interpretiert, verschiedenen Stücken, verschiedenen Komponisten, verschiedenen Dramaturgien eben unterschiedliche Farben zu geben. Wenn man keine Hand im Schaltrichter hat, klingt das Instrument anders als mit Hand im Schaltrichter. Wenn man aber das beruflich macht, muss man so klingen wie einer, der eine Hand im Schaltrichter hat. Und entweder man schafft das oder man schafft es nicht. Das sind diese beiden Möglichkeiten. Und Musik ist auch kein Job, wo man sagen kann, naja, also für die und die Verhältnisse klingt das ja ganz gut. Damit musste ich mich auseinandersetzen. Wie kriege ich das Horn im Endeffekt dunkler? Also wenn man je tiefer man die Hand in den Schaltrichter steckt, desto dunkler wird ein Instrument und je weiter man sie rausnimmt, desto heller wird es. Und als 8-, 9-Jähriger habe ich sehr hell geklungen, fast schon trompetig, könnte man sagen. Und diesen Klang, diesen Vorstellungs-, diesen Idealklang, der halt ein Horn ausmacht, den zu erwischen und den auch zu bekommen, das war eigentlich so die größte Herausforderung und die größte Arbeit. So dieses ganze Virtuose und Hochspielen, Tiefspielen,
das hat sich ganz normal entwickelt, aber dieser Klang, da habe ich wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel Energie aufwenden müssen.